Herzlich willkommen zurück zu unserer Order Communication Anleitung. Im ersten Video haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie Sie einen Auftrag auf der Rio-Plattform anlegen und vertouren können. Nun schauen wir uns an, wie es dann weitergeht, wenn eine Tour von Ihrem Fahrer gestartet wird. Sobald Ihr Fahrer mit seiner Schicht beginnen möchte, öffnet er auf seinem Endgerät die Pocket Driver App. In der Pocket Driver App kann der Fahrer alle ihm zugewiesenen Touren und hochgeladene Dokumente einsehen. Außerdem gibt es einen integrierten Chat, mit dem er mit der Disposition schreiben kann. Um die Touren anzuschauen, drückt er auf Tour auswählen. Alle Touren erscheinen dann auf einen Blick. Über den Button Stops anzeigen erhält Ihr Fahrer dann eine Übersicht über die gesamte Route und hat bereits dort die Möglichkeit, ein Problem zu melden. Dazu drückt er den roten Button Problem melden unten links. Zu diesem Zeitpunkt besteht dann die Möglichkeit für ihn, Sie entweder direkt über den verfügbaren Button anzurufen oder eine Nachricht zu hinterlassen. Daraufhin drückt er dann, sobald er bereit ist, unten rechts auf Tour starten, um die Fahrt zu beginnen. Ihr Fahrer macht sich jetzt auf dem Weg zum ersten Stopp und kann bereits zuvor oder auf dem Weg Probleme melden. Das können entweder allgemeine Probleme sein, Probleme beim Kunden, wenn dieser zum Beispiel nicht anwesend ist, oder Probleme auf der Tour, wie zum Beispiel ein Stau, der die Ankunft verspätet. Wenn nichts von all dem zutrifft und Ihr Fahrer angekommen ist, drückt er den Button Am Stopp angekommen. Dass Ihr Fahrer die Tour gestartet hat, sehen Sie, sobald Sie auf der Rio-Plattform in der obersten Zeile von Aufträgen zu Touren wechseln. Dort können Sie jederzeit den aktuellen Status der laufenden Touren verfolgen. Sie sehen auf einen Blick unter Stopp-Fortschritt, wie viele Stopps der Fahrer noch anfahren muss und unter Status, welche Tätigkeit er gerade ausübt. Mit der Pocket Driver App updatet Ihr Fahrer Sie per Klick über jeden Schritt, den er erledigt, und hat gleichzeitig immer die Möglichkeit, Probleme zu melden. Im Falle eines Problems wird der Status dieser Tour dann rot und mit Problem gekennzeichnet. Sobald sich das Problem geklärt hat, drücken Sie auf Problem lösen unten rechts auf der Detailseite. Ihr Fahrer bekommt daraufhin direkt eine Mitteilung und kann mit seiner Tour fortfahren. Wenn Ihr Fahrer am Stopp angekommen ist, drückt er auf den grünen Button Tätigkeit starten. Er kann dann in der App die Sollladung einsehen und mit dem tatsächlichen Bestand vergleichen. Im Falle einer Abweichung kann er diese in der Pocket Driver App dann direkt notieren und mit einem Bild dokumentieren. Und sobald Ihr Fahrer die Ladung dann bestätigt, können auch Sie Ladungsabweichungen und die dazugehörigen Fotos mit Zeitstempel direkt auf der Detailseite der Tour einsehen. Danach wiederholt sich der Prozess. Ihr Fahrer klickt sich bei jedem Schritt durch die Pocket Driver App, bis er jeden Stopp der Tour abgeschlossen hat. Gleichzeitig können Sie jeden Schritt durch den Echtzeitstatus auf der Rio-Plattform im Blick behalten. Sobald Ihr Fahrer die Tour abgeschlossen hat, wird die Tour grün und als abgeschlossen gekennzeichnet. Sie haben auch dann noch die Möglichkeit, alle Tourinformationen wie Dokumente, Ladebestätigungen und die hochgeladenen Bilder anzuschauen. Außerdem steht Ihnen dann auch ein Fahrtenprotokoll zur Verfügung, in dem jeder Schritt der Tour mit Zeitstempel dokumentiert ist, das Sie sowohl einsehen als auch herunterladen können.